Liebe Freunde des Kriya-Yoga, heute zu der Frage, was ist Wahrheit im Lichte des Kriya-Yoga oder allgemein, was ist Wahrheit? Oder wie kann man diese Frage für den Kriya-Yoga nutzen? Das ist eine berühmte Frage, es kommt schon im Neuen Testament vor. Jesus wird von Pilatus gefragt, was ist irgendwas mit Wahrheit? Und Jesus antwortet, glaube ich, mit der Gegenfrage, ja, was ist Wahrheit? Oder, ich weiß nicht mehr, vielleicht hat er gar nicht geantwortet. Stumm geblieben. Gut, es gibt ja in der Bibel auch einen Ausspruch, wisse die Wahrheit und die Wahrheit wird dich befreien. Das ist schon mal ein guter Hinweis darauf, welche Wirkung die Wahrheit hat. Die Suche nach der Wahrheit führt dich zur Befreiung von allen Abhängigkeiten. Dazu habe ich auch schon eine Episode gemacht, Kriya-Yoga und Abhängigkeiten, was darunter zu verstehen ist. Die Wahrheit führt dazu oder zeigt uns Wege auf, wie wir uns von den Abhängigkeiten des Lebens, den physischen, den psychischen, den spirituellen Abhängigkeiten lösen. Gut, was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist mal es gibt natürlich viele Wahrheiten, aber die Wahrheit, die entscheidend ist, dass jedes Individuum die Möglichkeit hat, selbst erhalten zu sein, völlig unabhängig zu sein. Denn der Kern jedes Individuums ist Gott, das Göttliche. Wir sind alle eins im Inneren. Das ist die Zielvorgabe für unser Dasein. Letztendlich, die wir ja verstehen als ein über viele Inkarnationen verlaufendes Kontinuum, in dem die Essenz unseres Seins immer weitergereicht wird, ist wie beim Handy. Diese Erfahrung macht ja jeder. Handy geht verloren. Apple hat das, Google hat das. Man hat die Daten in der Cloud gespeichert. Die Cloud ist unser Innerstes, unser Wesenskern. Der Körper geht verloren. Ein Körper ist kaputt, ein Handy ist kaputt. Wir schmeißen es weg und laden dann unsere Daten wieder von der Cloud auf unser Handy. Das ist die Reinkarnation in einen neuen Körper und wir können genauso gut funktionieren, je nachdem wie der Körper ausgestattet ist. Ein funktionables Handy schafft mehr, ein funktionablerer Körper schafft mehr. Und genauso ist es natürlich, wenn du eine bessere Software, bessere Daten hast, dann kannst du damit natürlich auch mehr anfangen. Das sind gute Vergleiche mit dem, was auch beim Menschen und bei seinen vielfachen Inkarnationen sich abspielt. Eine Weiterentwicklung, wie auch bei den Handys. Das ist auch nicht verwunderlich, denn es heißt da in der Spiritualität, wie oben, so unten, es taucht alles vielfältig auf. Die gleichen Prinzipien an verschiedenen Stellen und man kann mit wenigen Prinzipien die Welt erklären. Und die wenigen Prinzipien sind eigentlich die Wahrheitsgrundlage der spirituellen Selbsterforschung. Aber gut, das bleibt ja noch ein bisschen philosophisch, aber man kann eben diese Fragen, was ist die Wahrheit, vielfältig auch kontemplieren, wo man eben noch Gedanken benutzt. Das ist eine Vorform von Meditation, wo man noch Gedanken hat. Da kann man drüber nachdenken, was jetzt wahr ist. Wenn eine Gefühle, Gedanken oder irgendwelche Sorgen plagen, dann kann man sich versuchen, bewusst zu machen, was die Wahrheit ist, die Wahrheit unseres Daseins, dass wir eben nicht von materiellen Dingen abhängig sind. Das hört sich jetzt alles ein bisschen abgehoben an, aber aus meiner Erfahrung in den Meditationen, also ich greife da immer oder habe zumindest in den Anfangsphasen oft darauf zurückgegriffen, mir die Frage zu stellen, was ist Wahrheit? Dann kann man sich die spirituellen Grundprinzipien
vergegenwärtigen. Es gibt nur einen Gott. Gott ist auch im Individuum. I am, man kann es auch mit I am bezeichnen. I am, ich bin, der ich bin. I am that I am, der Gott, der in allem ist, der alles regiert. Mit dem sind wir eben eins. Und mit diesem Mantra, wenn man dieses wählt und sich dann gleichzeitig verschiedene Situationen im Leben vorbeilaufen lässt oder ja, vorstellt, die kommen ja in der Regel meist, die drängen sich auf, wenn irgendetwas Traumatisches geschehen ist, dann jagen die einen ja und dann kann man eben diese Frage dagegen stellen, was ist wahr? What is the truth? Und wenn man dann zur Wahrheit kommt, dann wird man frei von diesen einen jagenden Traumata oder Gedanken. Man kann das ja genauso andersherum ansehen. Wenn ich von etwas gejagt werde, dann ist das wie sagt man, eine Contradictio in adjecto. Ich also mein eigentliches Ich, mein eigentlicher Wesenskern, der Gott, der allmächtige Gott, der ich bin, im Grunde, der kann gar nicht gejagt werden von allem. Der sieht alles, der weiß alles, der ist allmächtig. Und wenn ich von etwas gejagt werde, dann heißt es, dass ich mich falsch identifiziere mit etwas, was ich gar nicht bin. Und dann kann man sagen, wenn ich jetzt durch Gedanken, durch ein Bewusstsein, das mich befreit von dem, was mich jagt, frei werde, dann ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass dieses Bewusstsein, diese Einsichten, die ich habe, das ist die Wahrheit, da sie mich wieder befreit. Das ist ein Hinweis zur Wahrheit. Also das kann man sich immer wieder mal vergegenwärtigen. Und dann gibt es noch so einen Satz, der, glaube ich, in den I Am-Diskursen auch vorkommt. Truth, die Wahrheit. Truth is the only thing that changes not. Wahrheit ist das Einzige, was sich nicht ändert. Also das, was immer gleich bleibt, das ist die Wahrheit. Das kann man jetzt auch wieder verschiedentlich auslegen oder damit umgehen. Das kann man als Waffe nutzen gegen die Gefühle, die Gedanken, die einen jagen. Wahrheit ist das, was sich nicht verändert. Das kann man auch am Ende der Meditation oder vorher, um die Gedanken zu beruhigen, kann man das nutzen. Und auch zur Entscheidungsfindung. Also man will ja selbst die Wahrheit, Gott ist die Wahrheit, man will selbst die Wahrheit sein, dann verhält man sich auch als Wahrheit und dann ist das auch ein Hinweis, um sich Seelenfrieden zu verschaffen, sollte man auch seine Überzeugungen, Lügen und solche Sachen, das sind alles Sachen, wo die Wahrheit sich ändert oder wo von der eigenen Schöpferkraft her die Wahrheit sich verändert. Also Lügen ist ein Eingriff oder ein Vortäuschen von einer veränderten Wahrheit oder von etwas, was eben nicht diese Einheit hat. Dann heißt es im Umkehrschluss, dass man besser eben bei der Wahrheit bleibt, bei dem, was mit der Realität, was mit dem großen Ganzen übereinstimmt, was nicht dem widerspricht, was die Realität ist. Es gibt Leute auch, die die Aufgabe haben, offensichtlich in der Welt auch das zu tun, dann eben genau das Umgekehrte zu tun, aber das sind eben die Probleme in der Welt verursachen, die natürlich andererseits diejenigen brauchen, die jeder Mensch braucht, um sich herauszuarbeiten aus der Unvollkommenheit, aus dem niederen Bewusstsein. Damit arbeiten wir, aber damit schafft man sich im Grunde Unfreiheit und Abhängigkeit, wenn man diese Rollen einnimmt, als Lügner und als Betrüger aufzutreten. Besser ist es, betrogen zu werden, also Ungerechtigkeit zu erleiden, ist besser als Ungerechtigkeit zu tun. Das ist ein
wahrer Sinnspruch, an den man sich halten kann oder der dem auch entspricht. Also wenn man eben bei der Wahrheit bleibt, dann hilft es einem auch Seelenfrieden, Gedankenfrieden, Gefühlsfrieden zu erlangen. Das ist ein Hinweis, dass man eben auch wahrhaftig sein sollte. Was natürlich andererseits so auf primitive Weise auch nicht heißen sollte, dass man immer stumpfsinnig dann bei der Wahrheit bleibt, mit sich dann alles machen lässt. Denn das ist zumindest meine Erkenntnis geworden. Wenn ich erkenne, dass jemand meine Ehrlichkeit nur ausnützt und selbst eben unehrlich ist, dann fühle ich mich natürlich auch nicht mehr verpflichtet oder ja, dann wäre es eigentlich dumm, dann naiv, dann ja, den Ehrlichen zu markieren ständig und sich dadurch ständig dann Nachteile zutragen zu lassen. Da sollte man dann so viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen auch einbringen, um andere möglicherweise dann auch in die Irre zu führen, wenn man weiß, dass die mit der eigenen Wahrheit die nur gegen einen benutzen. Kleine Abschwenkung, aber die Wahrheit, die ist eigentlich das, mit dem kann man, glaube ich, besser arbeiten als die Erleuchtung. Ich will die Erleuchtung haben, ist etwas Unmotivierendes in der Meditation, aber ich will zur Wahrheit kommen. Das ist für mich etwas, so einen Schub gibt, zur Einheit zu kommen und motivierend auch tiefer in mich hineinzukommen, also in tiefe Meditation zu kommen. Und solche Sätze, solche Fragen, solche Nachforschungen ins eigene Innere, die kann man gut nutzen, um seine Meditationserfahrungen, damit auch die Kriya-Yoga-Erfahrungen zu vertiefen und damit auch den Kriya-Yoga effektiver zu machen, zu seiner wirklichen Effektivität zu verhelfen. Wenn der Kriya-Yoga eben nicht wirkt, kann man sich die Frage stellen, ja, was ist die Wahrheit bezüglich dessen, was ich tue? Wo bin ich unehrlich mir gegenüber? Wo bin ich unwahrhaftig den Techniken gegenüber oder dem Kriya-Yoga gegenüber? Solche Fragen kann man sich stellen. Man kann es natürlich nochmal differenzieren. Also es gibt Wahrheiten auf der physischen Ebene, auf der emotionalen Ebene und auch auf der spirituellen Ebene. Und da kann man jeweils damit arbeiten und diese versuchen, sinnvoll für sein spirituelles Fortkommen einzusetzen. Das kann ich nur jedem raten. Und ja, das ist es eigentlich schon, was mir einfällt zur Wahrheit, ohne jetzt irgendwelche Philosophen zitieren zu wollen oder da irgendwas nachzuplappern. Das ist das, was ich in meiner Meditationspraxis nutze oder sagen wir so, definitiv sehr viel genutzt habe in den Anfangsjahren, jetzt nicht mehr so ausführlich. Jetzt ist bei mir mehr das Om, das Licht und die Freude, die innere Freude, diese Einheit mit dem Licht, mit dem Om, das ist bei mir jetzt mehr die motivierende Kraft oder der Motor, der mich voranbringt. Aber wenn man eben noch nicht den Zusammenschluss mit Om oder den Kontakt mit Om hergestellt hat, dem Licht, mit der inneren Freude, dann sind solche Fragen nach der Wahrheit, mit denen man eben, wenn man sowieso von Gedanken gejagt ist und die nicht zur Ruhe bringen kann, zur Stille, dann beschäftige man sich mit solchen Fragen der inneren Erkenntnis, die einen dann verhelfen, weiterzukommen und die Meditation zu vertiefen und dann frei zu werden von dem, was einen da jagt. Und dann wird man letztendlich zu einer wandelnden Wahrheitsschleuder. Also man sondiert mit einer Strahlung, mit seinem Tun, mit seinen Gefühlen, mit seinen Gedanken, mit seinen Worten Wahrheit aus und wirkt korrigierend auf seine Umwelt, auf die Welt ein. Gut, soweit jetzt. Hariom Tat Sat. Namaste.
Alles Gute. Yogananda, Himalaya des Kriya, ein stiller Strom der Weisheit. Nicht für den Ruhm, nicht für den Lärm kamst du mit klarem Blick. Du sprachst, prüf selbst, sei still, sei wach und gab selbst das strahlende Beispiel. Atem wird tief, Unruhe schwindet. Kriya Yoga, Wissenschaft der Seele, kein Wort als Gesetz, sondern Übungen für die Selbsterfahrung im Inneren. Ein inneres Licht, das heller wird, wenn der Atem uns mit der Quelle verbindet. Jaya Yogananda, Kriya Yoga führt uns nach innen, Schritt für Schritt. Mit deinem Buch öffnetest du ein Tor, ein Funke gegen das Vergessen, und Menschen fanden Mut im Stillsein, wo sie nur Lärm besessen. Atem wird tiefer, Wirbelsäule wird Straße. Kriya Yoga, Wissenschaft der Seele, kein Wort als Gesetz, sondern Übungen für die Selbsterfahrung im Inneren. Ein inneres Licht, das heller wird, wenn der Atem uns mit der Quelle verbindet. Jaya Yogananda, Kriya Yoga führt uns nach innen, Schritt für Schritt. Ost und West, kein Streit der Formen, ein Herz, ein Ton, ein stilles Ja, wo Liebe übt, wird Grenze weich und Gott wird Gegenwart. Kriya Yoga, Wissenschaft der Seele, kein Wort als Gesetz, sondern Übungen für die Selbsterfahrung im Inneren.